Alright, dann liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakespeare Fidget. Wir sind wieder auf W57, denn ich habe ein bisschen Bock Gameplay zu zeigen, aber mittlerweile sind viele meiner Server auf dem neuen Backend und ich sag's mal so, die Playtime auf diesen Servern hat sich ungefähr verdreifacht, vervierfacht. Die Hälfte der Zeit heißt es cannot do this right now. Ja. Und nee, deshalb ja, müssen wir mal da weiterhin warten, bis sich das nochmal ein bisschen bessert. Aber immerhin gibt es ja natürlich trotzdem viel Content. Und ja, zuletzt habe ich über die Events gesprochen. Zack, wurde das Ganze gleich nochmal gedreht. Denn wir haben jetzt doch die 5 Events mit XP-Event. Und nächste Woche zum Elevator, da gibt es nochmal ein paar andere Events. Zum Beispiel auch die Prachtparade der Pilze, die ich fast dachte, gar nicht mehr angekündigt wird. Aber das war wahrscheinlich nur eine Idee seitens Player Games, das nicht zu machen. Und dann haben wir gesagt, vielleicht kündigt es an. Und deshalb machen sie es weiter. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hatte mal gehört, dass es vielleicht nicht mehr angekündigt wird. Aber es wurde angekündigt. Nächste Woche Prachtparade Pilze zum Start des Elevators haben wir natürlich auch Monatsende. Also es passt auch roundabout alles dann zusammen, ja. So, und ich würde sagen, wir können mal schauen, ob ich, bevor ich jetzt hier gleich andere Kuriositäten durchführe. Nice, dass wir den hier kriegen, dann kann ich den nämlich hier reinmachen. Da haben wir ein bisschen Platz. Wir sind jetzt zum Eventstart hier gerade auf dem Weg, die Gem-Mine auf 10 zu bekommen. Das Ganze müssen wir skippen, ist nicht ganz günstig, aber haben wir gemacht. Und jetzt ist die Mine auf 10 und jetzt können wir das Herz der Unterwelt finden. Ich habe 20 Versuche quasi mit meinen Ressourcen jetzt hier, die ich zur Verfügung habe. Oder habe ich noch was im Secret Storage? Nee, das habe ich schon abgeholt. Ich hoffe, wir finden das Herz der Unterwelt sehr, sehr schnell. Nice. Achso, ne, Moment, erstmal einsetzen. Wow. There it is. Super. So, da können wir hier gleich mal loslegen. Und ja, jetzt gibt es hier dieses schöne Paket. Das werde ich mir gleich mal kaufen. Ring, 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 geding. Da ist es. Da ist das Ding. Yes. Jetzt können wir gleich die Mine skippen. Und das Herz der Unterwelt. So. Wichtig, Seelenextraktor immer gleich mitbauen. Nicht nur wegen dem Daily Progress, aber auch wegen der Summe an Seelen, die man bekommt. Beim Klügsrad, beim Hütchenspieler und vor allen Dingen auch bei den Quests während des Seelen-Events. Das ist ziemlich stark, diese Summe, und ist auch der Grund, warum ich jetzt hier das erstmal aufbaue. Und ich glaube, ach, den Gladiator drin habe ich noch gar nicht gemacht. Naja, okay, egal, nehmen wir den jetzt erstmal mit, soweit wie es geht mit den Seelen. Und ja, wir kriegen ihn auch auf Level 5, easy going, nice. Also das auf 6, das auf 5, guter Start, wenn das Seelenpaket kauft. Wenn kein Seelen-Event ist, kann man noch den Gladiator auf 6 machen und den Soul Extractor auf 5. Ja, wenn man Dungeons machen will, mir reicht es jetzt auch erstmal auf 5. Der Gladiator-Trainer bringt Crit Damage für uns, für die Kompagnons und für die Pets. Und das sind eben jetzt in Summe 25%. Und ja, das macht es uns jetzt ein bisschen einfacher, durch die Dungeons zu hüpfen, ohne dass ich jetzt großartig neu equippen will oder werde. Natürlich kostet das Gem-Farmen jetzt auch deutlich mehr. Ich muss jetzt schauen, dass ich definitiv noch das Arbeiterquartier hochmache. Ich habe es vorher nicht gemacht, weil ich nicht wusste, wie viele Ressourcen ich farmen kann. Jetzt hatte ich genug. Gut, ja, weiß man halt dann immer erst, wenn es soweit ist. Die Gems kosten jetzt auch ein bisschen, aber für einen Level-Push im Prinzip kann man auch die Gems dann wieder aus den Items raus basteln mit dem Schmied. Das ist eigentlich nicht so das Problem, ja. Wir gucken mal einfach mal aus Fun, wo wir hier so stehen.
Die Items können jetzt über 300. 300 Werte haben eigentlich ohne Probleme. Zum Beispiel das hier, das ist schon ganz hübsch. Werde ich mir nochmal kaufen. Machen wir hier nochmal einen Gem Socket hinein. Wir bezahlen mal mit Ressourcen. Holen uns den Stein hier. Der ist nämlich besser, als der, den ich da drin hatte. Und gucken mal, ob wir den jetzt hier auch noch einbringen können. Können wir machen. Und schaut, dann sieht das jetzt hier erstmal gut aus. Der Plan ist jetzt für mich in diesem Event, also wenn ich schaffe, dass wir jetzt hier über Level 200 kommen und wir haben Witches Dance und das ist halt das ganz Geile. Wir können viele, viele Sachen, die wir jetzt hier im Wirbelsturm bekommen. Ja, wieso? Nee, haben wir gar keine Witches Dance mehr? Ist das jetzt weg? Ach. Das habe ich nicht bedacht. Das geht erst, wenn alle Zauberrollen unlocked sind. Also auf W57 geht es nicht. Trotzdem sind die Dungeons einfacher, sagen wir es mal so. Die Dungeons sind jetzt so einfach, da können wir ganz entspannt hineingehen in die Geschichte und die XP so ein bisschen farmen, sodass wir vielleicht die Chance haben, am Ende des Events Level 200 zu sein. Also am Ende des Wochenendes, also Sonntag. Das wäre, wie gesagt, so der optimale Case. Ob das klappt, kommt auch ein bisschen auf die Zeit drauf an, die ich habe oder auch nicht habe. Und wir müssen das jetzt hier noch nicht übers Knie brechen, wollen aber den Anfang schon mal machen. Und zwar müssen wir auch hier entsprechend fortschreiten. Und dafür braucht man halt eben auch den Gladiator-Trainer. Wobei natürlich meine Kompagnons noch nicht ganz so stark sind. Ja, also hier hoffe ich mir jetzt auch ein paar schicke Items, die es einfacher machen. Zum Beispiel sowas, genau. Das ist ganz hübsch. Ja, das bringt wieder Boni. Und Bonis sind sehr, sehr gut. Auch gegen Geschickgegner. Dem gebe ich ein paar Versuche. Ich will es jetzt hier nicht doll übers Knie brechen. Der scheint ein bisschen widerspenstiger zu sein. Aber der Berserker könnte das auch reißen, wenn er will. Ja, wir können auch schon mal im Turm reingucken. Gegen den Lebkuchenmann hier. Was der denn sagt. Ob der irgendwie auch schon fällt. Ich könnte es mir natürlich anschauen im Dungeon Simulator. Ich will mir mal bloß die ersten Eindrücke verschaffen, weil hier gibt es auch immer gute Items für die Begleiter, möchte ich sagen. Aber wenn wir halt im Level steigen, dann ist es sowieso noch einfacher. Dann kommen wir da leichter durch. Deshalb müssen wir erstmal uns auf den Wirbelsturm fixieren und auf den Zirkus des Terrors zum Beispiel. Ja. So, dazu gehen wir nochmal ein bisschen in die Skillerinos und holen noch ein bisschen Ausdauer mit. Ausdauer und Stärke kann man immer beides gut gebrauchen. Ich habe heute auch noch keine Alu gespielt, also wir haben noch ganz, ganz viel Spielraum. Ich muss jetzt hier nicht krass pilzen und grinden, sondern wir können das immer so Step by Step machen, Day by Day. Uns auch die Alu dann nochmal mit reinholen. Aber ich sag mal, der kann halt fallen. Also der hätte schon fallen können mit Wahrscheinlichkeiten unter 1% teilweise, wo ich schwächer unterwegs war mit meinem Char. Und jetzt sind wir besser unterwegs und dementsprechend ist die Chance schon ein bisschen gestiegen. Und wenn wir ein paar Level gemacht haben, brauchen wir natürlich dann auch wieder eine neue Waffe, die mehr Schaden hat. Es waren schon gute Versuche dabei. Ich vermute, der hat eine Chance so von 2%, dass er fällt. Wenn ich recht habe, heißt es, dass er jetzt auch gleich fallen würde. Aber wie gesagt, das ist nur der Start und hier kommen auch einige Intelligenzgegner dann, also im Zirkus, vor allen Dingen dann in der Hölle. Ja, die Hölle ist dann sehr intelligenzlastig und da ist er. Endelich gefallen. Jetzt gucke ich mir mal an, ob wir den Titan auch sehen können. Das letzte Mal konnten wir ihn ja nicht sehen. Oh ja. Ganz, ganz schwierig. So. Happy Slappy der Clown. Schauen wir uns mal an, wie viele Rages da gab. 5 Versuche. Boah. Okay, ich glaube, das waren 14 Rages. Ja, fett. Sehr fett gewesen. Es wäre geil gewesen, den dann auch zu besiegen in diesem Rush. Ja, auch wieder ein schönes Epic. Das hat doch perfekte Werte. Und da braucht man natürlich noch mal einen Stein.
Ja, die kosten jetzt natürlich mehr Pilze, dadurch, dass mein Arbeiterquartier nicht so auf Stand ist, ja. Und die Frage ist natürlich auch, kriegen wir jetzt einen guten Stein, ja, oder kriegen wir ihn nicht? Ich könnte mir ersatzweise den Stärkestein hier rein lassen, ja, aber eigentlich wäre Constitution tatsächlich besser. Also ich guck mal rein. Ja, natürlich finden wir jetzt hier diesen gelben Stein, den ich nicht brauche. Uiuiui, der hat aber 273, also da, die Werte sind natürlich jetzt viel, viel besser. Also es lohnt sich schon auch nochmal ein paar Gems zu lettern. Wir brauchen nur Pink oder Blau. Pink oder Blau. Pink oder Blau. Pink oder Blau. Es kostet jetzt auch nämlich Ressourcen. Das ist jetzt der Nachteil. Ja. So, ich würde noch 2 Gems suchen lassen. Haben wir natürlich einen roten Stein. Dann ziehen wir uns vielleicht einen von den Begleitern. Der hier wäre machbar, denkbar. Der aber auch. Den hatte ich ja nur vorher schon drin. Verkaufen wir den bei 36.000 Gold. Ist natürlich wiederum sehr fett. Gem Extraction. Und dann nehmen wir erstmal den. Und gehen over the time. Skippen jetzt nicht weiter. Wer kommt als nächstes? The Blind Knife Thrower. Blinde Messerwerfer, der könnte natürlich auch funktionieren. Oh, schon sehr knapp. Sehr knapp. Oh, was? Also, ja, dann muss man das. Da muss man das machen. Ja, leider kein Dings dabei. Jetzt nochmal Stärke. Ich glaube, danach käme doch schon Intelligenz, oder? Sehe ich da was falsch gerade? Ich glaube, es ist so. Ich glaube, es wäre so. Ja. Aber, ja, das gucken wir uns an. Wie gesagt, Alu muss ich ja auch noch spielen. Es ist ein bisschen was zu tun. Wir haben jetzt aber endlich auch Sanduhren. Das ist jetzt kein Problem. Und dann würde ich erstmal sagen, war's das erstmal. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Viel Spaß bei den Events. Euer Basti. Ciao, ciao.